Hallo Freunde der wunderschönen Wandgestaltung. Herzlich willkommen bei Ice Create. Ich bin euer Ben und wir zeigen euch heute, wie Felix und Luisa unsere Fototapete oder auch Digitaldruck genannt an die Wand bringen. Fototapete ist ein Statement. Sie macht aus einer einfachen Wand einen echten Hingucker. Mit den detailreichen Digitaldrucken kommt neuer Schwung in euer Zuhause, egal für welches Motiv ihr euch entscheidet. Neben der riesigen Auswahl an Motiven könnt ihr euch eure Fototapete auch individualisieren lassen. Dies gilt nicht nur für die farbliche Anpassung und Maße, sondern auch für das Motiv. Meldet euch bei uns und wir machen es möglich. Bevor ihr euch für eine Fototapete entscheidet, ist es sinnvoll, die Wand auszumessen und euch zu überlegen, wo ihr eure Fototapete platzieren wollt. So, wir legen los. Als erstes kümmern wir uns um die Vorbereitung der zu tapezierenden Wand und legen zur Kontrolle unsere Bahnen aus. Anschließend rühren wir den Kleister an, tragen ihn auf die Wand auf und schon geht es ans Verkleben der Fototapete. Dann los, wir starten mit den Vorbereitungen. Zuerst legen wir zum Schutz des Bodens Malervlies aus. So vermeiden wir Kleisterflecken. Dann entfernen wir die Abdeckungen der Steckdosen und Lichtschalter. Aber Vorsicht, ganz wichtig! Bitte denkt daran, unbedingt die Sicherung vorher auszuschalten. Tapezieren ist im Grunde ganz einfach. Wichtig ist dabei nur, dass eure ausgewählte Wand entsprechend vorbereitet ist. Sie muss sauber, glatt, farblich neutral und saugfähig sein. Für eine gut vorbereitete Wand beseitigen wir Unebenheiten im besten Fall mit einem feinen Schleifpapier. Falls ihr doch Löcher entdeckt, füllt diese mit Spachtelmasse auf. Tipp: Nutzt eine helle Lichtquelle, dann könnt ihr Unebenheiten besser erkennen. Weitere Infos zur Vorbereitung des Untergrunds verlinken wir euch unter dem Video. Es empfiehlt sich, je nach Untergrund die Wand mit einem weiß pigmentierten Tapetengrund vorzustreichen. Bei einem Neubau ist das auf jeden Fall erforderlich. Er sorgt für das perfekte Saugverhalten der Wand und unterstützt die Haftung des Kleisters. Am besten tragen wir den Tapetengrund großflächig mit unserer Lammfellrolle auf unserer Wand auf. Das geht sehr einfach und schnell. Alles bereit? Dann geht es nach entsprechender Trocknungszeit weiter. Unser Motiv ist 6 Meter breit und 3,20 Meter hoch. Dies wurde individuell für unsere Wand angefertigt und passt daher perfekt. Unsere Fototapete wird in diesem Fall bereits in finalen Bahnen versendet, sodass ihr nichts weiter zuschneiden müsst und nach der Vorbereitung der Wand direkt durchstarten könnt. Jetzt legen wir unsere Fototapete auf sauberem Untergrund aus. Die Reihenfolge der Tapetenbahnen ist durchnummeriert, also können wir das entstehende Motiv ganz einfach kontrollieren. Die Breite unserer ersten Bahn beträgt 1 Meter. Um einen geraden Verlauf der Fototapete zu haben, lassen wir die erste Bahn um ca. 2 cm um die linke Ecke überlappen. Dementsprechend zeichnen wir unsere Ansatzlinie mit Bleistift und Wasserwaage bei 98 cm an. Dies ist sinnvoll, denn auch wenn eine Wand gerade wirkt, ist dies nicht immer der Fall. Mit diesem kleinen Überhang vermeidet ihr übrigens auch sogenannte Blitzer bei den Wandanschlüssen. Der Überstand an den Seitenwänden wird später einfach abgeschnitten. Jetzt geht es ans Einkleistern. Achtet darauf, dass der ausgewählte Kleister zu eurem Wandbelag passt oder greift doch einfach zu unserem AS Universalkleister. Damit bedient ihr jede Wand. Kleister muss zur Verarbeitung immer klumpenfrei sein, damit keine Unebenheiten auf der Wand zurückbleiben. Verwendet zum Anrühren einen runden Eimer. Das Wasser sollte schon in Bewegung sein, wenn das Kleisterpulver langsam dazukommt. Achtet auf die genauen Vorgaben des Herstellers. Rührt den Kleister am besten nochmal ordentlich durch, bevor es an die Wand geht. Nehmt eine große Malerrolle für große Flächen. Mit einer kleinen Lammfellrolle oder einem Pinsel könnt ihr Ecken bearbeiten. Verwendet nicht zu viel Kleister auf einmal, maximal für 1,5 Bahnen, damit dieser nicht zu schnell eintrocknet. Jetzt kommt die Fototapete zum Einsatz. Achtet darauf, dass ihr trockene, saubere Hände habt.
Setzt eure erste Tapetenbahn genau an der Ansatzlinie an. Seid präzise, denn sonst stimmt das Endergebnis nicht. Habt ihr die erste Bahn richtig positioniert, könnt ihr diese vollständig ausrollen. Wenn die Bahn nun an der Wand ist, wird sie mit einer Moosgummirolle glatt gerollt, damit sich keine Blasen und Falten bilden. Aber bitte nicht zu fest, denn ihr wollt ja nicht den Kleister rausdrücken, sondern nur die Luftblasen entfernen. Tipp: Tapeziert am besten zu zweit. Bekanntlich sehen 4 Augen immer besser als 2. Dann nehmen wir uns einen Andrückspachtel und befestigen die Ecken und Ränder. Außerdem hilft dieser beim Abschneiden der Tapete. Randrücken und Schnitt. Tipp: Achtet beim Abschneiden der Tapeten immer auf neue, scharfe Klingen. Falls etwas Kleister daneben geht, tupft ihn einfach mit einem feuchten Schwamm direkt weg, bevor er antrocknet. Mit jeder Bahn gehen wir den gleichen Prozess an. Achtet beim Anbringen der weiteren Bahnen darauf, dass sie genau Naht an Naht liegen. Sie dürfen keinen Versatz haben. Fertig! Jetzt noch ein prüfender Blick. Sitzt jede Bahn, wie sie sollte? Gibt es noch Bläschen? Tritt noch Kleister aus? Wenn ihr alles erledigt habt, könnt ihr die Abdeckung der Steckdosen wieder anbringen, alles zusammenpacken und euer Traum einer Fototapete an der Wand ist Wirklichkeit geworden. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung findet ihr unter dem Video. Material- und Werkzeugliste inklusive. Fototapeten oder auch Digitaldrucktapeten gibt es in verschiedenen Varianten. Ob passend nach Maß, ein eigenes Motiv oder aber als Panel. Ein echter Hingucker an eurer Wand. Hier sind keine Grenzen gesetzt. Auf unserem Kanal gibt es noch mehr Tapetenfilme. Einfach abonnieren und umsetzen. Wie wär's zum Beispiel mit einer Mustertapete im nächsten Raum?